Also ich sag mal, ein Geheimtipp ist diese Serie wohl eher nicht. Denn so ziemlich jeder auf Social Media aktive Mensch, wirklich jeder, hat einen Post dazu verfasst, eine Empfehlung ausgesprochen und Netflix selbst schlägt es wohl auch jedem vor. Außer vielleicht Kindern, denn es ist zwar eine Animationsserie, aber sie glänzt mit viel Gewalt und viel Erotik. Tod und nackte Menschen und andere nackte Dinge sind essentiell für die Serie. Wie der Name übrigens schon sagt. Love, Death und dann sind da noch die Robots. Es geht also auch um Science Fiction. Ich habe die Serie tatsächlich kurz nach der Erscheinung direkt an einem Tag durchgeschaut und das habe ich noch bei keiner Serie zuvor gemacht. Für etwas anderes war ich an dem Tag sowieso nicht zu gebrauchen, denn möglicherweise war ich leicht dehydriert, deshalb Tag gut genutzt. Die Serie reiht sich mit Black Mirror und Mindhunter in Serien ein, die unbedingt auf meinem Kanal Erwähnung finden sollten, da sie so unglaublich tiefgehend in ihrer Aussagekraft sind und weitaus mehr bieten als nur gute Unterhaltung. Deshalb heute für euch die Philosophie von Love, Death and Robots. Die Serie besteht aus 18 Folgen, die jeweils eine in sich abgeschlossene Handlung beinhalten. Es sind 18 animierte Kurzfilme, die in den unterschiedlichsten Animationsstilen erstellt wurden. Es werden verschiedene Spielarten des Science-Fiction-Genres bedient, insgesamt ist es also eine Science-Fiction-Anthologie-Animationsserie. Wie ich schon in mehreren anderen Videos dargestellt habe, lässt sich Science Fiction ideal nutzen, um philosophische und existenzielle Fragen auf die Spitze zu treiben und damit den Kern genauer zu begreifen. Ich meine, ein Joghurt, der die Macht übernimmt? Bei uns schaffen das nur Orangen, mit der Frisur eines Maiskolbens. Und natürlich He-Man, aber das sollte selbstverständlich sein. Wir treffen in der Serie auf intelligente Maschinen, auf fantastische Wesen, wir werden eingeladen zu dystopischen Gedankenexperimenten, zu Zeitreisen und zu den großen Fragen nach dem Sinn des Lebens und unserem Platz in der atemberaubenden Gewaltigkeit der Existenz. Das sagt im Prinzip schon alles darüber aus, warum diese Serie von meiner Seite nicht unerwähnt bleiben darf, oder? In dieser Analyse möchte ich zunächst allgemein auf die Serie eingehen und dabei auch grundsätzlich ohne Spoiler auskommen. Nur das grobe Thema einiger Folgen wird natürlich eine Rolle spielen und es werden natürlich viele Ausschnitte gezeigt. Wenn ihr die Serie also noch gar nicht oder nicht komplett geschaut habt, könnt ihr dieses Video auf jeden Fall schon einmal anschauen, am besten habt ihr die Serie aber schon gesehen. Ich fand die Serie übrigens sogar so großartig, dass ich nun seit ewiger Zeit den Hintergrund meines Sperrbildschirms auf dem Handy von einem Black Mirror Hintergrund zu einem Hintergrund im Zusammenhang mit Love, Death and Robots geändert habe. Und zwar im Zusammenhang mit einer bestimmten Folge. Welche das ist, verrate ich am Ende des Videos. Also, was ist es nun, das Love, Death and Robots so sehenswert macht? So atemberaubend und besonders? Zunächst einmal ist das Folgendes. So etwas wie diese Serie würde man ohne Streaming-Angebote wie Netflix nicht zu sehen bekommen. Eine Animationsserie mit diesem Aufwand, ab 18 Jahren, würde im normalen Filmgeschäft einfach nicht genügend Einnahmen einspielen, um die Kosten zu decken. Netflix hat dahingehend mit sowieso bereits monatlich zahlenden Kunden weitaus größeren Spielraum. Gott sei Dank, denn sonst wäre diese Serie wohl nicht entstanden. Denn Animationsfilme sind wirklich verdammt teuer. Rapunzel neu verföhnt hat knapp 280 Millionen Dollar gekostet. Das sind knapp 246 Millionen Euro und das wiederum sind knapp 492 Millionen Mark. Ach so, und um das mal in ein Verhältnis zu setzen, das ist so viel wie alle 3 Herr der Ringe-Teile zusammen gekostet haben. Die einzelnen Folgen basieren übrigens auf Kurzgeschichten von verschiedenen Science-Fiction-Autoren. Doch so viele Menschen, die durch diese Netflix-Serie von den Geschichten erfahren, wären sonst niemals darauf gestoßen. David Fincher, der Produzent der Serie, ist ebenfalls verantwortlich gewesen für Filme wie 7, Fight Club oder Social Network. Mit dieser Serie hat er eines seiner Traumprojekte umsetzen können. Er wollte kreativ aus der Science-Fiction-Welt schöpfen können, um nicht nur einer begrenzten Zielgruppe diese großartigen Ideen zu präsentieren, wie es im Falle von Comics und Science-Fiction-Büchern der Fall ist, sondern diese einer breiten Masse zugänglich machen. Zudem ist die Varianz im Verlauf der Serie natürlich auch ungewöhnlich.
Nicht nur die Animationsstile ändern sich, sondern auch Humoranteil, Handlungsorte, natürlich die dahinter steckenden Aussagen oder wie düster es gestaltet ist. Es gibt also sehr viel Abwechslung und bei jeder neuen Folge ist man gespannt, was nun auf einen zukommt. Man hat bei jeder Folge die Sicherheit, mit spannenden neuen Welten, Wesen, Technologien und Gedanken konfrontiert zu werden. Roboter, die nach dem Aussterben der Menschheit diese zerstörte Welt erkunden, eine Welt, in der technischer Fortschritt die Magie verschwinden lässt und letztendlich dessen Platz einnimmt, die Frage nach Realität und Wahrnehmung, spannende neue Technologien, andere Planeten und vieles mehr. Für so ziemlich jeden ist etwas dabei, wenn man sich grundsätzlich für den Stil und das Genre öffnen kann. Aufgrund der großen Varianz hat auch jeder Mensch seine persönlichen Lieblingsfolgen. Schreibt mir eure sehr gerne mal in die Kommentare. In dieser Serie bekommen wir unglaublich viel Stoff zum Nachdenken und zum Staunen. Es lohnt sich bei vielen Folgen den tieferen Sinn dahinter zu entdecken, tiefer einzutauchen und sie vielleicht sogar mehrmals anzuschauen. Wenn ihr eine Freundin habt, die immer beim Netflixen einschläft, dann guckt es zum Beispiel mit ihr, denn dann müsst ihr das Ganze sowieso nochmal angucken. Versucht auch unbedingt einmal, euch in die entsprechenden Charaktere hineinzuversetzen, egal ob es Mensch oder Maschine ist. Es wird deutlich, wie sehr hier die großen Fragen der Existenz an sich einen neuen Blickwinkel erhalten. Ethik und Moral werden auf den Prüfstand gestellt, wir bekommen neue Einblicke in philosophische Fragen, Psyche, Bewusstsein, Bedeutung und Leben an sich. Die Abwechslung im Verlauf der Serie war für mich besonders spannend. Mal gab es nihilistische Denkansätze mit viel Humor, zum Beispiel in der Folge 3 Roboter, oder mit einem sehr düsteren Ansatz in Jenseits des Aquila-Rifts. Mal waren fantastische Wesen der Fokus, wie in der Folge Gute Jagdgründe, in der auch Ethik, Moral und Technologie thematisiert werden. Mal gab es Folgen, die den Cosmic Horror beinhalteten, also die Unbedeutsamkeit der Menschheit in der Gesamtheit kosmischer Existenz. Oft wird auch der Kontrast zwischen Einzelschicksal und der Betrachtung des großen Ganzen auf die Spitze getrieben, ganz besonders in der Folge Eiszeit. Zudem hat das Gesamtkonzept der Serie für mich einen weiteren Aspekt sehr herausstechen lassen, der auf diese Weise nur durch eben eine Anthologieserie erzeugt werden kann. Aus dem Grund heraus, dass wir in jeder Folge in eine völlig neue Welt gestürzt werden, in der völlig andere Voraussetzungen herrschen und völlig andere Dinge real und allgegenwärtig sind, wird verdeutlicht, wie absurd eigentlich Normalität ist. Deswegen ist für mich auch jede Folge im Gesamtzusammenhang der Serie wichtig. In einer Welt sind Gestalten wie diese real und allgegenwärtig, in einer anderen Kreaturen wie diese, in einer weiteren Lebensverhältnisse wie diese, und in einer Folge hat ein Joghurt die Macht übernommen. Ich weiß, ich habe es am Anfang schon erwähnt, aber ein Joghurt. Bei uns schaffen das nur... Wir nehmen unsere Welt nur als so normal wahr, weil wir es nicht anders kennen. Und genau dieses Gefühl, dieser tiefere Gedanke, zog sich für mich durch die ganze Serie. Im Prinzip bietet das natürlich jeder Film und jede Serie, die uns in eine Welt stürzt, in der andere Voraussetzungen oder Gesetze herrschen als bei uns. Jedoch sind es hier eben viele verschiedene Welten hintereinander und es ist in Zusammenhang mit anderen Geschichten gesetzt, die genau diesbezüglich große Fragen aufwerfen. Und diese Fragen begleiten einen dann durch die weiteren Folgen. Normal ist eben das, was üblich ist, was wir kennen. Wenn wir es aber schaffen, außerhalb unserer Normalität zu denken, dann sehen wir das Wunder in jeder Blume, in jedem Wort, in jedem Schritt. Dieser Gedanke findet für mich seinen Höhepunkt in der Folge Zima Blue und mit eben dieser Folge hat auch der neue Sperrbildschirm auf meinem Handy zu tun. Ihr könnt euch also denken, welche meine Lieblingsfolge der Serie war. Ich würde ja sagen, es war mit Abstand meine Lieblingsfolge, weil ich sie wirklich unfassbar beeindruckend fand, aber das würde ein falsches Licht auf meine Meinung zu den anderen Folgen werfen, denn da fand ich auch viele wirklich extrem gut. Zima Blue ist dennoch die Folge, mit der ich mich gedanklich, seitdem ich sie geschaut habe, jeden Tag beschäftige. Was genau diese Folge für mich so besonders und wichtig macht, möchte ich euch in einem weiteren Video näher bringen. Übrigens, wenn ihr mir bei WhatsApp eine Nachricht mit Hashtag ZimaBlue sendet, dann schicke ich euch einen Download-Link zu dem Bild, das ich aktuell als Hintergrund benutze. Meine Nummer findet ihr über den ersten Link in der Beschreibung. Für diese erste Analyse zur Serie möchte ich zunächst folgendes Fazit ziehen. Fincher und Miller, zwei der wichtigen Köpfe hinter Love, Death and Robots, schaffen mit dieser Serie einen neuen Zugang zu Animationsfilmen für Erwachsene. Sie schaffen außerdem einen Zugang zu Science-Fiction-Geschichten, die sonst wohl eher ein Geheimtipp unter Kennern geblieben wären.
Informiert euch also unbedingt mal, welcher Science-Fiction-Autor hinter der Folge steckt, die euch am besten gefallen hat. Da findet ihr ganz sicher noch weiteres, was euch inspirieren wird. Science Fiction ist die wohl philosophischste Form der Unterhaltung. Und diese Serie stellt dies mal wieder auf beeindruckende Art unter Beweis. Wenn ihr die Serie noch nicht geschaut habt, dann tut dies unbedingt. Und wenn ihr sie schon gesehen habt, dann schaut euch Cima Blue noch mindestens 2-mal an. Übrigens werde ich nächste Woche innerhalb eines Livestreams meine neue Website launchen. Dort findet ihr dann unter anderem Buch-, Serien- und Filmempfehlungen, Reviews, Blogartikel, alle bisherigen Q&As und mehr. Als Patreon-Supporter habt ihr sogar Premium-Zugriff auf viele Zusatzinhalte, wie zum Beispiel den Podcast im Early Access und das sogar schon ab jetzt. Das Belohnungssystem bei Patreon habe ich stark überarbeitet, also schaut da gerne mal rein. Bis Ende des Monats gibt es da auch noch ein spezielles Zusatzangebot. Ansonsten schaut auf jeden Fall mal in euer Gefrierfach, ob dort nicht vielleicht ein paar Mammuts umherlaufen und bis zum nächsten Mal.